Jo Leute, wir sind ja im Moment unterwegs auf Sardinien mit den beiden Motorrädern und uns 2 Personen. Und in diesem Video seht ihr, was auf der Packliste alles drauf steht und was wir dabei haben und wie wir das Ganze wo verpackt haben. Die Africa Twin trägt eine Lenkertasche, 2 Alukoffer und eine große Softbag. Die Tenere 2 Sturzbügeltaschen, einen Tankrucksack und 3 Softbags. Die Seitentaschen haben 2x6 Liter, die 2x18 Liter Taschen hier von Krieger für die Tenere extra mit der Base. Deswegen habe ich die, weil die hier für genau zugeschnitten sind. Dann obendrauf einmal das US Dry Pack in 30 Liter und hier obendrauf nochmal ein auch 6 bis 8 Liter Tankrucksack. Den kann man hier noch ein bisschen erweitern, wenn man mal einkaufen ist. Die Koffer der Africa Twin fassen 37 und 33 Liter. Die große Tasche obendrauf 89 Liter und die Lenkertasche einen. Somit hat die Africa Twin Platz für 160 Liter Gepäck und die Tenere für 90. Und was drin ist, das seht ihr jetzt. Kommen wir erstmal zum linken Seitenkoffer. Zunächst mal ist da das Zelt drin, das passt da ziemlich gut rein. Dann ist da die Lampe, die wir auch gerne im Zelt drin haben. Liegt da vor allem so geschützt, dass sie nicht kaputt geht. Außerdem sind da unsere Winterhandschuhe drin. Die brauchen wir eigentlich nur in diesem Fall auf der Hin- und der Rückfahrt. Da ist einfach eine gute Nische, wo die Platz drin haben. Außerdem ist hier die Plastikplane, auf der das Zelt im Schlafbereich gebaut wird. Dann ist da der Tisch drin, der Campingtisch, den wir ja jetzt auch das allererste Mal dabei haben und der passt da auch so super gut rein in die Tasche. So, das ist der Jute. Tischplatten, das Gestell. Schnell und einfach aufzubauen. Das Netz als zusätzliche Ablagefläche einklipsen und Tischplatte auflegen. Dann hat man hier nochmal so einen Stab, wo man was dranhängen kann, wie zum Beispiel eine Taschenlampe abends. 1,8 Kilo wiegt das Ganze. Ist übrigens auch von einem deutschen Hersteller. Genau, das Coole an dem Tisch ist, finde ich, dass hier nochmal so ein Unterboden ist, wo, wie ihr seht, einiges drin lagert. Hier das Leatherman zum Beispiel, Becher, Paprika. Und ist halt super gut verstaubar, genau wie die Stühle. Das ist eine ganz coole Kombi. Außerdem an der Seite sind hier noch die Heringe vom Zelt. Die sind einfach gut griffbereit so. Und unsere beiden Campingstühle. Hier noch so ein alter Karabinerhaken, der leider auch kaputt ist. Aber ich schmeiße ihn nicht weg. Man kann ihn noch benutzen, um da die Lampe im Zelt aufzuhängen. Das ist also das, was im Koffer an der linken Seite von der Africa Twin drin ist. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Menge, die da reinpasst, oder? Das Material, was wir dabei haben, ist in der Infobox verlinkt und auf meiner Website carounterwegs.com/Empfehlungen. Im rechten Koffer der Africa Twin ist hier einmal eine Tasche, wo das Essensequipment drin ist. Also hier eine Gaskartusche für den Gaskocher. Was auch immer gut dabei zu haben ist, sind Mülltüten. Außerdem kommt da rein eine Warnweste, eine Maske und Reinigungstücher für den Helm. Weil ich die Africa Twin ja noch relativ neu habe, habe ich das Fahrerhandbuch auch immer griffbereit hier in der Seite vom Koffer. Normalerweise ist es hier unter der Sitzbank verstaut, aber hier komme ich einfach schneller dran. Weil es im Koffer davor bewahrt ist, zerdutscht zu werden, haben wir hier das Reifenreparaturspray ebenfalls im seitlichen Koffer. Alles, womit wir sonst eventuell das Motorrad reparieren können, also das ganze Bordwerkzeug, ist ansonsten in den Seitentaschen von Julians Tenere. Und was da drin ist, das erfahrt ihr natürlich auch gleich noch. Nur eben bei dem Spray ist die Sache, dass es nicht durch Drauffallen kaputt gehen soll und deswegen haben wir es da im Koffer drin. Außerdem im rechten Koffer sind Medikamente. In meinem Fall ist das einmal ein Antiallergikum, Ibuprofen, Pflaster und Elektrolyte, die ich in Marokko das erste Mal als absolut notwendig empfunden habe, die mit im Gepäck dabei zu haben. Was wird das? Das wird ein Überlebenstrunk. Nachdem das Abendessen draußen ist, hoffen wir, dass ich irgendwie nach Fest komme heute noch. Ist zum Kotzen heute? Heute ist zum Kotzen. Heute ist einfach so ein Kotztag. Muss auch mal sein. Hat, glaube ich, jeder mal in Marokko, oder? So, das kommt hier hin. Außerdem gibt es noch eine Erste-Hilfe-Tasche. Die ist ebenfalls hier gut zugänglich, um sich unterwegs gut zu fühlen. Außerdem nie verkehrt so eine Multivitamintablette.
eine Kopflampe, falls wir mal im Dunkeln kochen. Da habe ich übrigens eine, wo man den Akku rausnehmen und aufladen kann. Finde ich sehr, sehr praktisch. Habe ich mir auch erst nachträglich besorgt, als ich die Lampe schon etwas länger hatte. Und ich finde es mega, mega praktisch, weil man somit immer eine volle Lampe hat und sich dann nicht um Batterien kümmern muss. Und es ist eben auch umweltfreundlich, weil man den Akku halt immer wieder aufladen kann. Und die kommt dann auch hier in die Tasche. Und ansonsten ist hier Essen drin. Becher, ja, Brötchen geschmiert für den Tag auf dem Motorrad, Äpfel, Teller sind da auch drin. In die große Rackback-Tasche, die ja 89 Liter fasst, kommt zum einen mein Schlafsack, außerdem ein Kompressionsbeutel mit unseren Handtüchern drin. Dann haben wir hier die Kopfkissen für den Fall, dass wir zelten, die aufblasbar sind und somit ja, wenig Platz wegnehmen, wenn wir sie nicht aufgeblasen haben. Weil ich ja immer auch einen Laptop dabei habe, der da auch gleich reinkommt und wir auch oft zelten und nicht jedes Mal Strom brauchen. Also eigentlich habe ich noch nie gezeltet. Nee, ich habe noch nie gezeltet und mit Elektrizität gebucht, weil ich habe hier einfach eine richtig, richtig gute, fette Powerbank dabei, die eben auch für den Laptop einen Stromanschluss hat, sodass ich den Laptop unterwegs laden kann. Die hält wirklich 4-5 Ladezyklen vom Laptop auf jeden Fall. Die kommt da auch oben rein, genauso wie unsere beiden Kulturbeutel. Dann habe ich hier noch meine Kleidung, alles in diesen beiden Beuteln drin und das, was ich halt gerade anhabe. Außerdem haben wir hier noch eine Jacke, die zum Motorradanzug gehört. Je nachdem, wie kalt es ist, ziehen wir die halt an oder die kommt eben auch in diese große Rackpack-Tasche. Und diese Tasche ist einfach auch so, dass wir die, wenn wir jetzt im Hotel sind zum Beispiel auf der Rückreise, kann man einfach nur die Tasche mitnehmen ins Hotelzimmer und alles andere kann in den Koffern bleiben, weil man es einfach nicht braucht. Ja, von daher ist es einfach praktisch. Ansonsten gucke ich halt immer, dass in diese Taschen oben auf die Motorräder möglichst leichte Sachen reinkommen, weil einfach der Schwerpunkt so tief wie möglich sein soll. Das heißt, die Koffer sind schwer und die Tasche hier soll möglichst leicht sein. Machen wir uns nichts vor. Leicht ist so ein Laptop, den ich ja immer in dieser Kuchenform verpackt habe. Und die Akkus für die Handschuhe, weil das beheizbare Handschuhe sind, haben die Akkus, ist das nicht. So, aber das ist nun mal der Ort, wo ich sie ja guten Gewissens reintun kann. Wenn das Motorrad mal umfällt, auf den Seitenkoffer, der zerdutscht wird oder sonst was, habe ich keine Sorge, dass mein Laptop kaputt geht, weil der ist nämlich da oben drin in der großen Rackpack-Tasche sicher verstaut. In diese Tüte packen wir dann noch die Schlappen, die wir haben. Die kommen dann auch noch da rein. Und zu guter Letzt diese Isomatte, weil sie einfach ja, da am besten reinpasst. In die Koffer kriege ich die nicht. Und ansonsten obendrauf irgendwie mit Gepäck, was noch so nebenbei am Motorrad rumfliegt. Das habe ich auch schon oft gemacht, ist aber einfach nicht schön und auch irgendwo ja ein bisschen gefährlich, kann immer mal abfliegen. Von daher kommt die immer in die große Tasche rein. Und so sieht das Ganze dann aus. Geht natürlich jetzt schlechter zu als alle Male sonst. Packen verläuft ja nie gleich. Also ich habe immer Schwankungen. Mal gehen die Taschen gut zu, mal nicht. Naja, that's life. So, aufs Motorrad damit. Normalerweise habe ich hier auf dem Tank auch immer noch einen Tankrucksack. Den habe ich mir jetzt aber mal gespart, damit es beim Tanken viel einfacher ist, an den Tankdeckel dran zu kommen. Stattdessen passt hier an die CRF, im Gegensatz zur RD07, wo das mit dem Lenker leider nicht so gut passte, mit den 3 Befestigungsstellen hier für die Tasche, habe ich jetzt hier die von Touratech, so eine Lenkertasche, die ich mega praktisch finde. Da ja, habe ich immer einen Kugelschreiber mit drin. Hier sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ja, Visitenkarten, wo man immer mal wieder dran muss. Und hier im großen Fach ist immer eine wasserdichte Packung mit Ladekabeln, die ich unterwegs dann hier zum Verbinden mit dem Apple CarPlay ans Handy mache oder zum Laden des Senas mit der Bordsteckdose mit dem Helm verbinde. Außerdem ist da so eine kleine Tasche mit GoPro-Halterung und Schraubenschlüssel, mit denen ich eventuell die Handguards nochmal festziehen kann, falls die mir unterwegs bei einem Sturz oder so ein bisschen locker werden. Auch immer praktisch dabei zu haben und passt ebenfalls noch zusätzlich zu dem ganzen Zeug hier in die Seite, ist so ein Rucksack aus ganz leichtem Cordura-Material. Der lässt sich richtig, richtig klein zusammenfalten, passt in der Hand und da geht echt gut mal was rein bei einem Einkauf. So, im Tankrucksack vom Julian, da also ist jetzt aktuell noch gar nichts drin, außer hier
Plastikhülle und, oh, was sehe ich da? Eine Halterung für eine GoPro. Ansonsten immer mit dabei ist hier noch so ein gelber Lappen, mit dem man mal eben irgendwelche Sachen sauber machen kann. Wie zum Beispiel, wo ich gerade dabei bin, könnte ich ja mal eben hier ein bisschen die Sitzbank sauber machen, aber ist eh alles zu spät. Der ist hier in der Seite dabei. Und dann haben wir hier eine Tasche mit Stativen, das Standstativ. Denn das muss eben schnell zugänglich sein. Das Ganze in einer Tüte von Nässe geschützt. Und hier drauf kommen dann meistens noch die 2 Thermobecher, die wir haben. Die passen also schön nebeneinander hin. Hier oben kommt in die Deckeltasche immer noch die Insta, wenn wir die nicht gerade benutzen beim Fahren. Und damit ist der Tankrucksack von Julien ebenfalls gefüllt. In der rechten Tasche von vorne gesehen haben wir ein Kettensprühfett, weil wir beide das Ganze per Hand machen müssen. Ein Wartungsspray. So ein Öl, damit kann man alle beweglichen Bedienelemente schmieren. Gerade wenn man Offroad unterwegs ist, mal durch Wasser fährt, ist das ganz gut, wenn man seine Hebel und beweglichen Elementen nochmal nachfetten kann, damit die auch leichtgängig laufen. Dann hier noch ein paar Ersatzgurte, beziehungsweise auch Gurte, wenn es ein bisschen rumpeliger Offroad geht, dass ich mein Gepäck nochmal zusätzlich absichern kann. Und zu guter Letzt noch eine Flasche Wasser, immer gut eine noch dabei zu haben als Ersatz. Besser haben als brauchen, ne? Und sowas wie einen Putzlappen nochmal zusätzlich. Kommen wir zur anderen Seite. Hier drin haben wir einmal einen Ersatzschlauch, 21 Zoll. Passt nämlich zur Not auch hinten rein, dann muss man nicht 2 Stück mitnehmen. Die Dinger sind nämlich ganz schön schwer. Kabelbinder sind immer gut. Nochmal ein paar Putztücher. Ja, also falls wir mal keine Decken haben oder uns kalt ist, haben wir auf jeden Fall genug Putzlappen, mit denen wir uns zudecken können. Hier immer gut dabei zu haben ist ein Ersatzbaudenzugpaket. Gibt es beim Louis für 6 oder 8 Euro. Im Falle eines gerissenen Kupplungszuges, sofern man denn einen Kupplungszug besitzt. Also bei hydraulischer Kupplung natürlich Quatsch. Oh, guck mal, ein Schmetterling. Hier Profi-Cut-Laser zum Einstellen der Kette, falls man mal das Hinterrad ausbauen muss, aufgrund eines Plattens, damit man das wieder auf jeden Fall gerade drin hat. Und was ich mir jetzt noch bestellt habe, aufgrund der Erfahrung unserer letzten Reise, ist einmal ein Satz mit allen Radlagern sowie den Simmering für die Tenere. Das Spielchen hatten wir ja letztes Mal bei der Afrika Twin und das wollen wir nicht nochmal. Hier drin ist unser Bordwerkzeug, das ist bestehend aus. Hier ein einzelnes Sägeblatt, das kann man sich so als Zubehörblatt für eine normale Bügelsäge kaufen und das ist jetzt einfach vereinzelt mit ein bisschen Isolierband umwickelt, damit man es anfassen kann. Kann praktisch sein, wenn man mal irgendwas ablenken muss, ob es Metall sein soll oder Holz. Super gutes Tool, entwickelt von Markus Müller. Markus, an dieser Stelle nochmal Dankeschön für deine vielen guten Ideen, auch beim Bordwerkzeug. Das enthält außerdem dieses Tool, um Reifenventile rauszudrehen. Genauso wie Zum Reifen wechseln, hier Schoner für die Felgen, entsprechend auch den Montierhebeln, hier ein bisschen Isolierband, Flickzeug nochmal. Hätten wir das jetzt nicht da, würden wir es nicht extra kaufen, aber da es im Bestand war und nicht viel Platz wegnimmt, nehmen wir sowas dann einfach mal mit. Ist immer gut, es ist eine gekröpfte Spitzzange, wenn man mal den Tank abnehmen muss oder sonstiges, um da an Leitungen zu kommen. Kreuz und ein Schlitzschraubendreher, kleine Kabelbinder, 2 Komponentenkleber. damit haben wir zum Beispiel in Portugal das Handystativ, womit wir gerade filmen, erfolgreich geflickt. Hier nochmal ein Satz Imbusschlüssel. Ja, man könnte jetzt, um das jetzt so richtig zu optimieren, sagen, wir gucken, was haben wir genau für Schlüssel am Fahrzeug. Hier können wir ein paar rausnehmen, aber ganz ehrlich, so klein wie die Dinger sind, macht man sich nur das Set mit unvollständig und das bringt es dann auch nicht, da an der Stelle Gewicht zu sparen. Also, das ist meine Meinung. Und hier einmal die gängigen Größen, die hier an dem Fahrzeug sind. Panzertape ist auch immer gut für Notreparaturen, damit das weniger Platz wegnimmt. Einmal hier um den Schlüssel drum gewickelt. Da haben wir hier 14er Schlüssel. 10er haben wir ganz oft dabei für kleine Teile an Verkleidung sowie 8er. Das Ganze nochmal mit einer Knarre, aufgefädelte Nüsse, weil manchmal kommt man halt mit einem Maul- oder Ringschlüssel besser dran, manchmal mit einer Nuss. Und das ist hier auch so eine schöne Kunststoff-Leichtbau-Knarre, die spart auf jeden Fall ordentlich Gewicht. Eine Universal-Wasserpumpenzange, so eine kleine, ist auch immer gut. 12er und 14er ist oft hier bei so japanischen Motorrädern eine gängige Größe. Bei Europäern hat man da ganz wichtig immer den 13er auch mit dabei, finden wir hier aber kaum. 22er für die Vorderachse von der Afrika Twin. Allumfassend ist das wichtigste Bordwerkzeug dabei zu haben, um die beiden Räder ausbauen zu können im Falle eines Plattens, weil das kann unabhängig vom Rest der Technik jedem passieren. Dafür habe ich hier für mein Fahrzeug hier oben, damit ich es immer unabhängig von meinen Gepäcklösungen, oft bin ich ja auch ohne Packtaschen unterwegs, dabei habe, hier in das Lenkerpolster das Werkzeug eingebaut, womit ich mein Vorder- und Hinterrad ausbauen
umbauen kann. Und das hier ist so ein Universalschlüssel. Der ist recht teuer, kostet glaube ich 80 €, finde ich wohl viel für so einen gefressten Aluschlüssel, ist aber echt Gold wert, weil der nimmt kaum Platz weg. Man braucht die ganzen Schlüssel nicht einzeln. Hier haben wir einmal 19er Sechskant auf der Außenseite und einen 10er Innensechskant auf der Innenseite. Damit kann man die Fußklemme für die Achse lösen. Mit der 19er Nuss kommt man auf die Vorderachse. Zum Speichen nachziehen ist ja auch noch ein Schlüssel dran. Und hier auf der anderen Seite den 27er Außensechskant, womit wir auf die hintere Achsmutter kommen. Was man mit dem Schlüssel hier leider nicht machen kann, ist die Demontage der vorderen Bremssättel. Die ist nämlich auch erforderlich, zumindest einer von beiden, um das Vorderrad rauszunehmen. Kommen wir zu den Softbags an der Tenere. Hier in der Seitentasche sind unsere beiden Schlafmatten drin. Und einer von 2 Schlafsäcken. Ja, das war's. Hier ist jetzt noch eine Hose drin, aber die gehört hier eigentlich nicht rein. Auf der anderen Seite befinden sich hier unsere beiden Schuhe. Das sind 2 Paar Sneaker zusammengebunden, damit die ein bisschen weniger Platz wegnehmen. Für uns immer ganz angenehm, weil wir auch mal ein paar Tage irgendwo so unterwegs sind, wenn wir mal in die Stadt gehen. Dann hier Regenjacke Karo, bisschen größer, ist so eine normale Jacke. Dann habe ich hier nochmal so eine reine Motorrad-Regenjacke. Brauchen wir zwar eigentlich bei den Anzügen nicht, hilft aber trotzdem, um nochmal ein bisschen Wind abzuhalten. Auf längeren Autobahntouren ist es trotzdem ganz angenehm fürs Klima. Zweimal Linsenschutz für die Insta. Sehr groß verpackt hier leider, aber dient dem Schutz der beiden Teile, das so zu lassen. Und hier auf dieser Reise, da mein Sehner kaputt gegangen ist, hier noch der Karton mit dem ganzen Zubehör von dem neuen Sehner. Ich weiß, es ist unvernünftig, kann man eigentlich auspacken und wegschmeißen. Ich nehme das aber lieber, weil wir den Platz haben, mit und lage das zu Hause ein, da ich da auch dann in Ruhe das Ganze umbauen kann bei Bedarf. Ich habe jetzt bei mir noch die Technik von dem 30K drin, habe jetzt das 50S bekommen, da das aber kompatibel ist, einfach nur das Modul selber umgetauscht und habe jetzt alles andere erstmal noch da drin gelassen. Und jetzt schauen wir uns an, was in Juliens Tasche oben aufs Motorrad draufkommt. Da kommen eigentlich nur 2 Sachen rein, und zwar einmal hier unser Koffer mit den ganzen Elektrikkabeln und Ladegeräten, die wir für die Kamera-Akkus brauchen, und Juliens Kleidung. Die ist auch in so einem komprimierten Sack. Das Ganze passt hier perfekt rein. Ist immer noch ein bisschen Platz für irgendwelche anderen Sachen, falls wir noch mal, weiß ich nicht, was dabei haben. Wobei, eigentlich, ja, ist es auch gut. Soll ja auch nicht alles so stramm sein. Und das kommt jetzt bei Julien aufs Motorrad. Ja, Freunde, das war das Video zu unserem Gepäck, was wir mit hatten jetzt auf den 16 Tagen unterwegs in Sardinien und auf der Hin- und Rückreise, die wir auch komplett mit den Motorrädern gefahren sind. Wir haben tatsächlich alles von dem, was wir dabei hatten, an Kleidung, an Equipment gebraucht. Also von daher, das nur mal für euch zur Info, dass das nicht Zeug ist, was einfach nur mit durch die Weltgeschichte gefahren wird, sondern dass wir das tatsächlich wirklich alles, jedes Teil hier in Gebrauch hatten. Und das ist für mich immer ein Zeichen dafür, dass es ein gutes Gepäck ist. So. Und ich hatte immer das Gefühl, dass alles so seinen Platz hat und dass wir immer genügend Platz hatten für alles das, was wir dabei hatten. Wenn wir jetzt Unmengen an Essen gekauft haben, weil wir irgendwie wussten, wir bleiben irgendwo für einen Tag in Ruhe und wollten da kochen oder so, haben wir dann nochmal einen extra Rucksack auch dabei gehabt. Der ist ansonsten noch in Juliens großer Tasche drin oder aber auf seinem Rücken. Haut gerne in die Kommentare, wie ihr euer Motorrad packt auf solchen längeren Reisen von, wir sind jetzt insgesamt wahrscheinlich so 22, 23 Tage unterwegs. Am Ende ist ja meistens das Gepäck doch das gleiche, ob du nur für, sagen wir mal 5 Tage oder 15 Tage wegfährst. Und es hängt natürlich auch davon ab, was für ein Wetter vorausgesagt ist. Im Winter brauche ich immer viel, viel mehr als im Sommer. Alleine die Kälte auf der Hin- und Rückreise hat unser Gepäck schon sehr verändert, weil sonst hätten wir zum Beispiel die beheizbaren Handschuhe ganz bestimmt nicht dabei. Ja, damit soll es das gewesen sein. Ich freue mich, wenn euch das Video geholfen hat. Lasst also gerne einen Like da. Dann sehen wir uns im nächsten Video.